Meine Mama ist sehr oft hier. Und wir sehen uns ja oft, weil wir wohnen nicht weit weg voneinander und man sieht sich und man spricht miteinander und immer wieder sagt sie zu mir: Ach Rainer, ich will mal wieder ins Parkschlösschen, das ist so schön da, einfach mal rauszukommen und sich um sich selber zu kümmern. Und wenn sie zurückkommt, sagt sie immer: Ach, das war wieder schön. Das war wieder schön. Also sie strahlt, hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht und sagt: Schön, dass ich es wieder gemacht habe. Wir haben jetzt Ende Januar beinahe und Ende letzten Jahres, als es auf Weihnachten zuging, hatten wir in der Familie auch gesagt: Jetzt kommen wir mal zur Ruhe, entspannen wir etwas nach Weihnachten, ein paar freie Tage, weil es beruflich dann sehr anstrengend gewesen ist und ich brauchte wirklich die Auszeit. Und dann kam noch ein weiteres Projekt hinzu, das mir sogar die Tage zwischen den Jahren etwas verbaut hatte. Und dann spürte ich, irgendwann mal ist Schluss. Dann ist es einfach wichtig, mal die Reißleine zu ziehen, leider Gottes. Aber das Schöne daran ist, dass die Reißleine mich hierher gebracht hat. Ich kenne das Haus ja schon seit 29 Jahren, haben wir gerade ausgerechnet. Und mit jedem Tag vor Abreise habe ich mich mehr darauf gefreut. Und konkret gefreut habe ich mich auf die Stille. Weil wir haben 3 kleine Kinder zu Hause, mit all dem, was dazugehört. Da ist es mal laut und turbulent. Und ich arbeite auch zu Hause vom Homeoffice aus. Das heißt, ich habe das Bedürfnis nach Stille gehabt. Also der Königskuss war jetzt gerade, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, also nicht am Anfang. Und ich finde es ja schon schön, dass das Haus hier sehr gut temperiert ist, weil man ist ja auch ständig in der Therapie auch mit Bademantel unterwegs. Und man legt sich ja dann auf das Brett, wo man dann behandelt wird, hat nichts an, fühlt sich wohl, also ich friere dann nicht, ne? Aber wenn dann diese Wärme kommt von dem Olivenöl, das dann einfach in großen Mengen auf dich gerieben wird, auf dich gegossen wird, das ist ein intensives Gefühl von Wärme. Und das geht auch etwas, da liegst du da und denkst: oh, nicht aufhören, bitte nicht aufhören. Und das geht ja auch eine Weile. Das ist ja wirklich etwas, was man ja knapp eine Stunde genießen darf. Also der Therapeut, ich hatte das jetzt 2 Bastis gestern und heute. Der Therapeut hat das so aufmerksam und achtsam erklärt, was er tut. Und irgendwie war es dann fertig, bevor ich was gemerkt habe. Die Bastis sind ja ein elementarer Bestandteil des Panchakarma, um den Darm zu reinigen, wieder aufzubauen und Kraft zu geben. Und den auszulassen, nur weil man vielleicht meint, könnte vielleicht unangenehm wäre sehr, sehr schade. Man würde den wichtigsten Teil weglassen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich merke, dass der Geist braucht ein bisschen Zeit, um nach dem Ankommen das auch anzunehmen und loszulassen von dem Alltag, aus dem man rauskommt. Und das braucht ein bisschen auch Achtsamkeit für sich selbst. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nach 9 Tagen mich schon sehr viel entspannter fühle. Also nicht so getrieben. Dieses Getriebensein ist weg. Ich bin jetzt da und du hast mich vorhin begrüßt. Unten beim Zeitungslesen, das ist immer mein Traum, was mir zu Hause nicht so leicht ist, morgens aufzustehen, Tageszeitung zu lesen, dabei einen Kaffee zu haben. Hier stehe ich auf, gehe zur Tageszeitung und habe meinen Vata-Tee dabei. Und es ist totale Stille. Geht mal jemand rein, kommt dazu, sagt Hallo, was ist ruhig. Ist vollkommen ungestört. Ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Hotel möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das bis ins kleinste Detail durchgeplant werden muss, der Ablauf. Wie komme ich von der Medizin in die Therapie und wie werde ich dort durchgeleitet durch das, was dort mit mir passiert? Und mir ist aufgefallen, dass ganz viele Kleinigkeiten geplant sind und keine Erwähnung brauchen. Man geht da rein, sieht seine Schläppchen und weiß, aha, zieh die an. Man kommt in den Yogaraum, weiß sofort, ach guck mal, da ist mein Fach, da lege ich meine Sachen rein und suche mir einen Platz. Da gibt es niemanden, der ständig sagt, also überreguliert, dir anweist, was du zu tun hast. Du kriegst die Informationen, die du brauchst, die wichtig sind, und der Rest passiert im Fluss.
Also das Haus kenne ich ja schon fast seit es gebaut wurde oder umgebaut wurde zu den Parklössen, das es heute ist. Und insofern habe ich erwartet, was ich kannte, nämlich dieses wunderschöne Haus. Aber was man, wenn man schon lange nicht mehr eine Panchakarma-Kur besucht hat und hier eine Weile übernachtet hat, war dann übertroffen worden mit dem Erlebnis des Ganzen, das Paket. Es ist der Tee, es ist das wunderschöne Essen im Restaurant. Da guckt man auf den Teller und sagt, das will ich gar nicht essen, das ist so zauberhaft dekoriert. Wem tue ich das an, dass ich das jetzt zerstöre, indem ich das esse? Die Mitarbeiterinnen sind im Restaurant unglaublich achtsam, ruhig, aber auch entspannt. Aber man lockeren Spruch auf der Lippe, aber sehr zurückhaltend. Und wenn man nicht gestört werden will oder man liest sein Buch, dann kriegt man seine Ruhe. Und dieses Paket ist nochmal viel größer als das, was man jetzt über eine Webseite oder eine Erfahrung, die 29 Jahre hier ist, nochmal erwarten könnte. Was ich mit nach Hause nehme, ist eine bessere Ernährung und eine bessere Achtsamkeit, eine höhere Achtsamkeit für meinen Körper. Dass ich ihn nicht ausschlachte, energetisch, sondern achtsam behandle und dafür sorge, dass ich gesund bleibe.